So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier. Sprichwörtlich. Diese blöde Schranke. Du kennst sie von anderen Erzählungen. Die kann schon mal das Ende der Reise für Einzelkämpfer bedeuten. Es ist wirklich ein blödes Hindernis. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber als Österreicher wirken Schranken mächtig abschreckend. So, als wäre der Lauf des Waldhüters auf dich gerichtet, wenn du auch nur überlegst, wie am besten passierbar. In 2 Tagen wird man uns erklären, dass derlei Schranken hier nicht meinen wollen, dass du da nicht durch darfst, sondern Barrieren gegen Holzdiebe sind, die ganze Sattelschlepper davon aus dem Wald ziehen. Aber dank deiner Erfahrung wissen wir ja, dass wir hier durch und weiter müssen. Axel hat, wie immer, gar kein Hemmnis gesehen. Das muss hinten wie ein Reifen umheben, oder? Nox, Was? kannst du den Reifen gleich umheben? Warte, kann man schnell tun und wir machen. Es war trotzdem knifflig, sich da durchzuschummeln. Wow, cool, das ist ja easy gegangen. Mit 4 Händen oder mehr geht's. Selbst die dicke Dame passt dann durch. Und eigentlich weigere ich mich dagegen, meine geliebte Raquel der Übergewichtigkeit zu bezichtigen. Zubehörbereinigt ist sie in Wahrheit die Klassenbeste. Überhaupt, Dame. Ein pubertierender Elternschreck, allerhöchstens. Aber Da oben. Ja. wenn dir das Gepäck hinderlicher ist als das Hindernis selbst, dann kannst du es auch auf die harte Tour lösen. Schau, aber Nox, wenn du zurückrollst, das schaffe ich nicht, da musst du es anstellen Ja, lassen. aber ich habe Kamera aus der Hand will. Ja, warte, eine Sekunde. Noch war dann die Linie. Ja. Gell? Und da wirst du ein Problem haben, das heißt, du musst so vorbei. So. So auffahren. So stellst du an. Das geht sich aus. Die Linie. Die Linie ist gescheit, ja. Die geht aber, Alter. Da muss einer kommen, gell? Nein, ich darf da rein. Nein, dort. Ich brauche Da sind da rein. ich muss da oben wieder den Punkt schön kriegen. Da können wir die ja heben. Nein, ob Max. Aber anstellen lassen, bevor es Druck hat. Geht ja. Ja, das ist genau das Wort. Nein, du liegst oben. Warte mal noch, wir müssen die Oma hin. Weil ich schau Gar mal. nicht. Wir heben Wo die ist jetzt denn- einen Meter um hinten. Einen halben, 20 Meter. 20 Das Zentimeter. passt, oder? Ja, 20 Ja, Zentimeter nein. um. Wenn er Mit jetzt dem da, Rücker. ich heb da mal zuerst da um. Jawohl. Und ich hebe jetzt hinten. Jawohl, das geht sich aus. Bleibst du hinten? Ich bleib hinten. Gut. Dann sollte das bis der 4 schon wieder kommen. Ach, warte. Ansterben lassen, ansterben lassen. Oder jetzt müssen wir die. Will ich mal ein bisschen Tiere, ich hebe die da um. Das geht sich nicht aus. Ja, umheben müssen wir. Ja, genau. Wir müssen den, du siehst jetzt, nein, du stehst genau beim Steuer.
Die heben wir noch mal auf. Der erste ist da nicht zu heben. Geht schon noch 2 Meter. Jawohl. Geht schon vor. Warte, Nox, warte. Das ist gefährlich, Tobi. Das ist nicht ohne, gell? Windows. Stark! Sehr geil! Nicht schlecht, ne? Ja. Bist du deppert, aber das ist. Nicht schlecht. Das glaubt man nicht, dass das so schwierig ist. Danke. Nicht schlecht. Man glaubt das nicht, dass das so schwierig ist. Man sieht kein bisschen, was das für ein Scheißhindernis Ist. Da bleibt nicht lang da. Es ist jetzt Mittag. Man kennt sich ja. Ich spinne ihn, aber schiebe den Gedanken rasch beiseite, dass die Löcher im Magen unserem guten Vorankommen einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Der Hunger kommt biorhythmisch und kippt Stimmungen. Plötzlich wären alle Kieselsteine, über die man so rollen könnte, nur noch Nebensache. Zum Ärger der anderen sehe ich das anders. Essen kann ich zu Hause auch. Aber wir haben Glück. Unweit nach dieser ersten Sonderprüfung wird der TED Kroatien seine Schokoladenseite zeigen. Ein Dessert vom Hauptgang serviert. Genau zur rechten Zeit. Eigentlich habe ich gedacht, ich wäre der Treiber. Aber Axel hat den Tunnelblick. Egal. Die Schönheit holt sich seine Aufmerksamkeit, sobald sie etwas tiefere Einblicke gewährt. Da vorne war es nur ein wenig schöner. Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße sind eine gegessene Sache, wenn es mehr gibt. Denn das vermisst man irgendwie. Das wird dann bewusst, wenn wir es wiedersehen. Ich glaube, viele erwarten vom TED sowas wie ein Erzbergrodeo, eine Schlacht, die der Mensch samt Maschine gegen die Widrigkeiten der Natur schlägt. Ganz selten und ein kleines bisschen will auch sowas sein. Das schreckt die einen ab und zieht die anderen an. Dann ziehen Trophäensticker die Verkleidungen der geschundenen Mopeds, die einen brav durch Snowman-Land gezogen haben. Was so gut wie nie in die Mitten der Erwartungshorizonte gepflanzt wird, ist, dass der TED allem voran eine Touristenfahrt ist. Ich meine das nicht despektierlich, sondern voller Demut und Dankbarkeit. Wir werden ein authentisches Kroatien sehen, das die Aussicht vom Balkon im Hotelbunker nie erlauben kann. Wenn die Insel Krk rechter Hand und unter dir vorbeigerauscht ist, wartet der TED mit seiner ersten fahrerischen Herausforderung auf. Weder die Karte und das Video sowieso nicht zeigt, dass sich der Track hier bergan schraubt. Die Schlüsselstelle, von der ich gerade gesprochen habe, wäre das hier gewesen. Aber bevor wir sie finden, verfahren wir uns erstmal fröhlich. Ich mag das ja. Es ist mir mitunter das Liebste am TED-Fahren, dass man sich gelegentlich verirrt.
Das besagte Stück habe ich leider nicht für dich gefilmt. Ich habe keine Hand vom Lenker bekommen. Wir sind deshalb falsch abgezweigt, weil der eigentliche Weg zu breit getreten, zu einladend ausgesehen hat. Aber 5 Schritte nach Sichtweite hat er sich zugespitzt. Auf sehr grobem, aufgehäuften Schotter geht es zumindest so steil bergauf, dass du keinesfalls erwägen solltest, den Gas anzuschließen. Hier erstmal das Momentum verloren, wäre es schwer wieder anzufahren. Geil! Insgesamt unmerklich, aber doch schärft der Ted von hier ab etwas nach. Aber man ist gut warm gefahren. Für Erfrischung bleibt gesorgt. An jeder Ecke kannst du dein Action-Pick inszenieren. Wir könnten diesen Abschnitt Great Barrier Section nennen. Sie beginnt und endet mit Schranken. Diese Log Barriers sind aber alle gut sichtbar in der GPX-File gekennzeichnet und für keinen zweiten wirst du nochmal deine Tetris-Skills auspacken müssen. Eine Ebene höher genießt man wiederholt die Aussicht, bezwingt dann noch, in unserem Fall rechter Hand, einen Maulwurfshügel und hat damit die letzte Hürde genommen. Es ist ein guter Exit-Point, wenn du beschließt, dich jetzt Richtung Küste orientieren zu wollen. Wollten wir aber nicht. Wir haben eine weitere Waldpassage genommen. Am Wesen des Tracks verändert sich dort nichts. Mögliche anzutreffende Schwierigkeiten sind bloß Holzarbeiten. Dann ist der Boden ein bisschen rutschiger und man fährt ein wenig Schlittschuh. Ja, genau. Jetzt? Ja, okay. Diese lehmigen Oberflächen ringen mir immer etwas Respekt ab. Das ist eine Reifensache. Und im Zuge meiner Recherche über den TED Kroatien hätte ich erwartet, dass wir das eine oder andere Mal stecken bleiben würden. Sind wir aber nicht. Schlammbäder waren es jedenfalls keine und generell auch nur kurze Unterbrechungen der Bodenbeschaffenheit. Nagel mich nicht darauf fest, wie spät es war. Früh genug, dass ich mir gedacht habe, eine Pause wäre jetzt der Tagesteiler. Aber diese wieder so circa 10, maximal 15 Kilometer, die ich mal Forstarbeitsetappe taufe, werden für uns und heute die letzten unbefestigten Wege sein, die uns die Gabeln und Federbeine gerade biegen. Wir schlängeln uns so recht flott eine lange Weile dahin, mittlerweile sicher vertraut mit dem Verhalten der Mopeds in der fremden Umwelt, und dieser Gewöhnungseffekt ist schuld an einer gewissen Langeweile. Es gibt nichts mehr darüber zu berichten, dass hier lang irgendwo Schwierigkeiten oder Schönheiten versteckt wären. Stress und Glückshormone flachen ab, man übt das Schotterfahren so dahin, und ich verstehe es nicht, warum mir Linkskurven so viel leichter fallen als Rechtskurven. Vielleicht hast du eine konstruktive Antwort drauf. Das Gefühl der Monotonie verrät, dass die Glykogenspeicher jetzt endgültig aufgebraucht sind. Als der TED dann ein Stück weit über so Art Güterwege auf Asphalt weitergeht, wittern die Jungs die Chance auf Frittierfett. In Vodutech oder so ähnlich findet sich noch keine Mahlzeit, aber man folgt der heißen Spur des Schnitzels. Es ist sarkastisch und irgendwie uncharmant, dass wir es sozusagen sogar überholt haben. Und es tut mir leid, dass ich dem Rindvieh auf dem Weg zur Schlachtbank auch noch Angst gemacht habe. Einmal die E71 gequert, wo es eine anfahrbare Tankstelle samt Raststätte und Pizzeria gibt, landet man in Brinje, ein Dorf, dessen Wahrzeichen die Ruine der Burg Sokolac ist. Den erstbesten Futtertrog haben wir rechts liegen gelassen und sind ein paar Meter links vom TED abgewichen, nur um feststellen zu müssen, dass die Bäckerei in der Dorfmitte leer geräubert war. Egal. Gegenüber war Schatten und ein Supermarkt, und eigentlich reicht das.
Mit der pikanten Hartwurst ist die Müdigkeit gekommen. Oder war es die Gier? Wir hatten eine demokratische Pattstellung. Einer wollte weiter, einer nicht. Und einer war bereit, sich beiden anzuschließen. Ein Blick auf die Karte und eine grobe Einschätzung bewältigbarer Distanzen in unserem Tempo haben verraten, dass hier wohl der letzte günstige Wegteiler lag, wenn wir die Nacht an der Küste verbringen wollten. Ganz ehrlich, mir wäre es egal gewesen, ob ich in sauberen Laken oder im Unterholz schlafen würde, solange mich kein Bär auffrisst, was scheinbar nur selten vorkommt. Nox' ungeduldige Sehnsucht, ans Meer zu kommen, hat uns dann nachgiebig werden lassen. Ich überlege gerade, ob sich der Begriff des Komplizen von kompliziert ableitet. Na, jedenfalls würden wir ihn auch morgen noch als solchen brauchen. Und das gut gelaunt. Ganz egal, dass der Weg durch den Ted vorgezeichnet ist. Wenn man, so wie wir, noch nicht da gewesen ist, weiß man nie, wie es weitergehen wird. Was so passiert, welche Hoppalas bereitgehalten werden. Motorradreisen, wie auch immer gehalten, halten doch immer eine oder zwei Überraschungen bereit. Aller Plan ist eigentlich nur Mutmaßung. Solange also nichts Ernsthafteres dazwischenkommen soll, als der Wunsch, baden zu gehen. Auf gut Glück, das heißt, ohne zu wissen, wo wir das Quartier aufschlagen werden, schwingen wir uns die 30 Kilometer kurvige Landstraße gen Küste entlang. Es wäre eine reizvolle Touringroute, wären da nicht noch am letzten Tag der Hauptsaison die Horden von sperrigen Campervans, die sich um die Serpentinen quälen. Wie es hier zur Hauptreisezeit zugeht, will ich gar nicht wissen. Am Ende der Straße wartet das Städtchen Senje oder so. Sehr mondän, ganz offensichtlich teuer. Irgendwie unpassend, da als schlammbesprenkelter möchtegern Abenteurer ins Boutique-Hotel einzuchecken. Die beiden warten an der Promenade, während ich die falsche Abzweigung genommen habe und bei der Festung Nehai lande. Ich war nicht dabei, aber das erste Moped ist umgefallen. Nicht am Hang, nicht im Schlamm, nein, am Guy. Der Bremshebel ist ab und genauso geknickt ist der Unglücksrabe. Keinen Augenblick zu früh also findet sich, versteckt in einer Kurve, der Campingplatz Uicha. Und nach ein bisschen hin und her und den üblichen recht netten Verständigungsschwierigkeiten bleiben wir. Endlich, Bad und Bier besänftigen die nervös gewordenen. Und die Akkus werden aufgeladen. Die aus Lithium und die biologischen. Liegen meine Locken?